drinking and she's not afraid to eat. She don't care what they think or say. They're reaching my son, just get out of the way. Yo, Bitch, Freestyle. Nein. Freestyle. Nochmal. Yo, Bitch, Freestyle. Jetzt erzähl doch einfach mal, wo wir sind. Jo, was geht ab? GameOne unterwegs. Wir sind nicht ganz live, aber fast live aus LA. Und wir sitzen hier in der Lobby unseres Hotels, dem Roosevelt Hotel, direkt am Hollywood, beziehungsweise, ja doch, ist der Hollywood Boulevard, direkt am Man's Chinese Theater. Und jetzt ratet mal was. Wie es der Zufall will, war hier heute Filmpremiere von Paul, dem neuen Film mit Simon Pegg und Nick Frost. Und hier ist jetzt überall Celebrity Party. Und wir haben uns einfach gedacht, gibt es einen besseren Moment, das MTV-Mikrofon rauszuholen und so zu tun, als ob wir hier Official Business machen? Aber ich bin gerade im Party-Modus. Wir machen jetzt eine krasse Celebrity-Party. Seth Rogen haben wir schon gesehen. Wen noch? Chloe Sevigny, angeblich, sagt Eddy. Ich habe mir auch sagen lassen, dass in LA die Leute besonders die Prominenten sind besonders scharf darauf, wenn man ihnen ständig eine Kamera ins Gesicht rammt. So wie der Ian das macht. Und das Lustige ist, dass die ganzen Paparazzis hier auch Asiaten sind. Das heißt, die halten den Ian sowieso für einen Paparazzi. Wahrscheinlich werden wir früher oder später nicht nur aus dem Hotel rausgeschmissen, sondern auch aus LA. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Wolf sagt auch mal Tschüss. West Coast, Mafia Dawn, Hog Ballin'. Yo, cause they don't even make no more niggas like us. And you ain't gon' hear no rhymes like these from these weak MCs. They broke the mold on the fam, introduce you to game. Explicit dope lyrics and worldwide street fame. They don't make no more niggas like us. And you ain't gon' hear no rhymes like these from these weak MCs. They broke the mold on the fam, introduce you to game. Explicit dope lyrics and worldwide street fame. Versuch mal so groß abzubeißen wie möglich. Nein, ich will ihn genießen. Ein Double-Double. Was habt ihr? Normalen klassischen Cheeseburger oder was? Normalen Cheeseburger. Ja? Zu wenig Fleisch, finde ich. Eddy? How I stand for the hunger of the game. True realists know my name, so motherfuck the fame. If you's a realist, stack the skriller, use a thug out here. Pack a Miller on your hip, nigga, use a thug out here. High speed, quick to shoot the police, use a thug out here. Roll more than 50 deep, nigga, use a thug out here. They don't even make no more niggas like us. And you ain't gon' hear no rhymes like these from these weak MCs. They broke the mold on the fam, introduce you to the game. Explicit dope. Not umsonst für alle. Wie es aussieht, ist die Party schon vorbei. Wie ich sie kenne, kommen sie direkt um die Ecke und da ist auch schon Uke. Das war Uke. Das ist der Wolf. Seht, da kommt der Wolf. Hallo Wolf. Hallo Wolf. Nimm dieses Mikro jetzt nicht in den Mund. Ey, es ist jetzt 20:03 Uhr, wir haben uns voll Sorgen gemacht. Ich wollte gerade fast losgehen, um dich zu suchen. Habe ich recht? Wie siehst du diesen Sabberfleck auf dem Mikro? Von wem ist er denn? Uke. Der ist von Uke? Hast du geile Weiber interviewt? Ian, komm, wir gehen jetzt zu den geilen Weibern. Nee, die sind alle weg. Was denn? Ja. Eddy ist nach dem Geschlechtsverkehr immer sehr ruppig geradezu. Der ist voll Rotze auf dem Ding. Ja, ist von Ich gehe jetzt schlafen und kacken in der Reihenfolge. Gute Nacht. Tschüss. Keine geilen Weiber hier? Scheiße. Okay. Mine, Atolo to GameOne. The case that makes you and the case that breaks you. LAPD, could we have a word? Case you never solve. The one that keeps you awake at night. You shot a man in cold blood. You're going to have to pay for that. Takes a certain animal cunning, lad.
Do you think you might be ready for that? What have we got? 2 stiffs, overdosed. The victim was dead before the car hit him. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. You needed the money, so you killed her. That's not true, goddammit! I thought you'd been under fire before. So I'm supposed to believe that you don't know what happened? I expect you to draw your own conclusions. Not gonna happen, fellas. This is your chance. Don't fail me. We're done for now. Ja, Leute, ihr seht es hinter uns im Hintergrund. Endlich hat Hollywood wieder was zu bieten, nämlich uns 2 Superstars. Wir sind nämlich hier fast live vor Ort für euch am Start und gucken uns was an? L.A. Noir, Bitches. Dieses Videospiel habt ihr vielleicht gehört, ist aber eigentlich fast nebensächlich, denn wir sind primär hier, um Party zu machen. Wir werden mit einigen Hollywood-Stars schlafen und Charlie Sheen zeigen, wie man richtig Party macht. Es wird richtig geil, wir haben auch leider keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt schon hier rappen, weil die Bullen kommen. Ey, und wir müssen jetzt zur L.A. Noir Studio Tour. Achtung, Leute, schnell weg, schnell weg. Alter. Ich glaube, die suchen dich schon. Ey, So, was ich noch sagen wollte ist, generell gefällt es mir hier in L.A. Eddy, Alter! The way we rock together is our way. The way we shock together is our way. The way we create together is our way. The way we generate is our way. The way we climb together is our way. The way we rhyme together is our way. The way we divine together is our way. The way we shine is our way. The way we combine, bind together to find our way. You're off the dome inside this neo-chrome. Begin the zone throughout the universal with no rehearsal. Straight from the tongue, the ancient one, divine drum. Hit you with the sun. Solar, so far, it's all about the polar to polar. Magnetic, pole, over. Okay Leute, ich bin mitten in L.A. hier in den, ja ich nenne sie jetzt einfach mal L.A. Noir Studios. Die heißen nicht so, aber ist auch scheißegal. Und das ist quasi, wo alles stattfindet hier. Hier gibt es den berühmten Capture Raum. Der Wolf steht da jetzt schon drin, er wird euch gleich ein bisschen mehr zur Technik erzählen. Ich führe euch so ein bisschen rum, wir gehen in die Regie, dann zeige ich euch schon mal ein bisschen das Equipment und Wolf erzählt euch dann gleich ein bisschen mehr zu der ganzen Technik hier. Also kommt mal mit. Yeah! So, ich bin jetzt hier im Capture Room. Hier werden quasi die 32 Kameras aus dem Raum, wo der Wolf jetzt gleich reingeht, festgehalten. Und man kann dann zwischen den ganzen Kameras switchen. Da sehen wir schon den Wolf. Ich gebe ihm jetzt das Signal, dass er reingeht. Und er soll uns jetzt mal ein bisschen was erklären. Ja, dann schieß mal los, Wolf. Ja, Leute, Kollege Eddy hat euch ein bisschen angelogen, denn ich bin im eigentlichen Herzstück dieses Studios. Das ist nämlich der Raum, wo alle Schauspieler, die in L.A. Noir auftauchen, hier gemotion captured werden. Hier stehen, glaube ich, 32 HD-Kameras im Wert von 4,7 Milliarden $, die jede Gesichtsregung hier aufnehmen aus 1000 verschiedenen Kamerawinkeln, die dann später zusammengefügt werden. Lustigerweise dürfte ich eigentlich gar nicht hier stehen, denn uns wurde gerade gesagt, dass eigentlich hier heute ein Schauspieler sitzen sollte, der eine weitere Session macht. Der ist einfach gegangen. Der hatte irgendwie keinen Bock mehr, er ist abgehauen. Deswegen haben wir das große Glück, uns diesen Raum anzugucken. Ich bin extrem nervös, weil uns ungefähr 800 Millionen Mal gesagt wurde, eingeschärft wurde, mit Prügel quasi in unser Hirn gehämmert wurde, dass wir hier nichts anfassen dürfen. Man darf nirgendwo gegenstoßen, man darf nichts berühren, man darf nicht niesen. Ich wollte ein bisschen tanzen für euch, dürfen wir auch nicht machen. Also ich bin sehr, sehr eingeschüchtert, auch beeindruckt und ziehe mich jetzt langsam und vorsichtig wieder zurück, bevor hier doch noch irgendwas zu Bruch geht. Gut, dass Simon nicht dabei ist. Tschüss. Ja. Ich habe keine Ahnung, was der Wolf gesagt hat, aber es wird auf jeden Fall stimmen. Das war ein kleiner Ausblick. Wir sehen natürlich noch ein bisschen mehr, auch wenn ein Schauspieler dann dort sitzt und tatsächlich auch gecaptured wird. Und das gibt's aber alles gleich, also bleibt dran. Yeah!
okay if I ask some stupid questions while you're getting ready? The dumber the better. Can you tell us again how long you've been in this chair today? About 9 hours. No. Well, right now about 20 minutes, but total maybe 30 minutes, something like that. Wait, how many characters would you guys do in a day? How many? Between 6 to 8. About 6 to 8 characters. I mean, they were going nonstop Very without any breaks. You know, like the hair has to be perfectly plastered to your head like fiberglass so that not a single hair pops up. If it does, the computer is going to pixelate. He really looks like that. I'll need to... You give me something or I will break your fucking... No, a sec. I'll need to speed up the buffer. The whole process is so unnatural, even sitting in the rig where you cannot move your body at all. Everything has to be done straight on, and it's like acting in a straitjacket. Something happens in your brain where you just realize, okay, from here on down I'm paralyzed. From here on up, this is where it all's got to go on. This is where it's all got to happen. Because sometimes we go through, you know, a few hundred lines a day. We have a picture of Mona Lisa. You know, they tried a variety of different pictures up there from what I'm told, photos. And either the photo they had before would make people laugh or it made them nervous. Or so we found Mona Lisa with that neutral sort of vague look, and everybody responded to that. So the other thing that I found very challenging as well is I think there was, how many pages of script was there? 1,700? Over 1,700 pages of script. So there's no possible way you can memorize your lines. You just can't. And like I said, you do several pages in a day. So you basically really had to just sit in the chair, and when we saw our lines on the monitor, it's oftentimes the first time we've seen the lines ourselves. And there'd be chunks of dialogue where you'd have 7, 8 lines in a row, and you cannot pull your eye away from the Mona Lisa to grab the lines. You have to grab them and then deliver them. You see a lot of video characters in games and stuff like that, and of course they're all computer generated, but when you see you as a character in the game, I was actually shocked at how lifelike it was and how much it looked like me, every little nuance. And then when I saw myself speak with the lines and everything, all the expressions that I have naturally, I was blown away, very impressed. Yeah, my wife's in Berlin, and she taught me all the love language. Ich liebe dich, du bist mein Engel, you know, all those things, you know. Okay, moin moin und hallo zu GameOne. Moin moin, hello, what? Got the mind of a maniac. I'm having visions of murder, that's why I'm saying that. And all that going to jail, I ain't playing that. I mastered the art of getting away with slaying cats. I can't believe he's saying that. Cause I'm sick-minded, kill a punk and nobody, you can't find it. And you can't find a murder weapon, a stash spot, that's what the burners kept in. I'm destroying the evidence, I'm wiping the prints, so checking forms irrelevant. There's blood smudges in the bathroom and a bloody suit print. That's the No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy takes it a little too far with his wife, and I think this is going to be the same thing. That's how long it's been. That's going well. Got it, nailed it. Is that what I nailed it? Nice and relaxed, and action. No, I don't, Phelps. 90% of murders are domestic. Some guy takes it a little too far with his wife. This will be the same. Cutting someone up, spreading them all over the sidewalk. This guy's a one-off. You done? I'm done. That's it. Going home. Where's my check? Where's my paycheck? come to follow back out now.
of anger to get here. What's over in minutes took years. Draws you in just like a magnet. Spits you out in a thrust of vomit. Ich war ziemlich geflasht, muss ich sagen. Ich hatte eher so was Heavy Rain-mäßiges erwartet, aber was es eigentlich ist so eine Mischung aus Mafia und Heavy Rain. Also es hat eine ganz starke Komponente, wo man einfach nur im Prinzip investigativ vorgeht. Stellt euch vor, eine Folge CSI, nur vom Setting her in den 40er, 50er Jahren von LA. Du musst die Sonnenbrille absetzen und wieder aufsetzen. CSI-mäßig. CSI. Horatio. Also ich glaube, was wir sagen können, was auf jeden Fall nicht ist, es ist kein GTA. Nein, es ist kein GTA. Es ist auch kein richtiges Sandbox-Game, wo du ständig durch die Pampa fährst und verrückte Sachen erlebst, sondern es ist schon recht linear, es ist recht straight und es wird halt sehr viel Fokus auf dem Verhören von Charakteren gelegt. Also man geht auf irgendeine Crime-Scene, sieht ein paar Blutflecken, man muss sie inspizieren und sammelt anhand dessen halt Indizien und dann kann man später Personen befragen und kann anhand der Sachen, die man entdeckt hat, diese Objekte quasi nach der Reihe abfragen und je nachdem, ob die dann lügen oder nicht oder anhand der Facial Expressions, ich bin schon so im englischen Slang, der Gesichtsausdrücke, muss man dann halt entscheiden, ob man denen glaubt oder nicht. Aber es ist sehr spannend, aber es ist auch schon ein großes Risiko, was Rockstar damit eingeht, würde ich sagen. Do I have any choice? No. Let's see where this takes us. Ich glaube, ich kriege gleich einen Herzinfarkt vor Freude. Einfach nur Freude über dieses schöne Essen. Ich könnte jetzt alles essen, so von Nummer 1 bis zu Nummer 11. Alles durch. Wow. Oh Gott, ey. Oh Gott. Wenn jetzt noch nackte Frauen hier stehen würden, die das live servieren, wäre ich im Himmel. Soll man nicht servieren? Ich meine, essen? Ich will mir nicht den Appetit verderben. Es kann ja immer nur geiler werden, weißt du? Wenn ich jetzt schon... Oh Gott, verdammt! Wir sind jetzt hier gerade auf so einer Plaza vor dem Hotel, die im Spiel noch so ein richtiger Park ist. Also natürlich sah es 1947 nicht so aus wie jetzt. Ja, die Macher haben uns ja auch erzählt, dass sie sehr viel recherchiert haben, wie LA damals aussah. Es ist natürlich wesentlich schwieriger als zum Beispiel bei einem GTA 4, wo du einfach im Prinzip Manhattan nachgebaut hast. Ja, genau. Ein LA der 40er, 50er Jahre nachzubauen. Also sie haben sehr viel sich informiert in der Library, viele Zeitungsartikel, Scans und so weiter recherchiert und versucht, das so originalgetreu wie möglich nachzubauen. Aber es ist natürlich nicht Google Maps, ja, wenn ihr das Spiel spielt. Also ihr könnt nicht links, rechts abbiegen und sagen, hey, da wohne ich jetzt oder so. Vorausgesetzt, wir wohnen in Los Angeles. Obwohl ich sagen muss, ich war ja irgendwie erst einmal in LA, so bis zu diesem Trip heute. Und wir waren ja gestern beim Aussichtspunkt für das Hollywood-Sign und haben ja bei diesem Observatorium da gefilmt. Und ich kenne diese Stelle wirklich nur aus Mafia 2. Echt? Also ich habe es wirklich erkannt, weil ich Mafia 2 gespielt habe. Aber so, selbst wenn es nicht so originalgetreu ist, wie man es vielleicht vermuten könnte, ist es doch immer noch so authentisch, dass man es aber trotzdem erkennt. Also wenn man die Locations kennt, dann glaube ich, hat man ein paar Aha-Erlebnisse. Also das kriegen sie ja immer hin, die Jungs von Rockstar. Also ich muss sagen, wir waren leider nicht in South Central und Compton, deshalb kenne ich nicht so viele Gegenden. Du kennst generell ja nicht so viel. Aber die ganzen Ghettos, wenn wir die noch vielleicht sehen, dann kann ich euch ein bisschen rumführen, weil da kenne ich mich aus. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Mit Eddy als Fremdenführer wird mir nichts passieren. Something is wrong. Something is very wrong. And if it's wrong, I need it to be right. And if it is right, I need you all to respect me, gangster. 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 Respect me, gangster.
boys know I like to kick some ass. Me sending out a message to all them wanksters. In reggae dancehall, respect me gangster. Respect me gangster, respect me gangster, respect me, respect me, respect me gangster. Wow. Wir können schon, ne? Ja, was sollen wir sagen? Ich laufe. Sag mal was. Ist schon geil. Wie heißt es nochmal? Biltmore. Wie heißt das? Warte, willst du? Leute, jetzt ist gut, jetzt kratze ich mich direkt. So. Ja, wir sind jetzt im Biltmore Hotel hier im Financial District, glaube ich, in LA ist es. Und man sieht dieses Gebäude in LA Noire, aber nur von außen. Aber wir haben uns gedacht, scheiß drauf, wir gehen einfach trotzdem mal rein und gucken uns an, weil es sieht einfach super geil aus. Bis so wir rausgeschmissen werden. Wir dürfen hier nicht filmen eigentlich. Ich glaube, so aus den 30er Jahren oder so. Ich glaube, das ist im Jahre irgendwie 4 vor Christus gebautes Hotel. Ja. Kuckuck. Und wir gehen einfach mal. Hier sind überall Security Guards, die uns gleich erschießen werden. Aber hey, egal, alles für die Show. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Ohne Scheiß, wir werden noch rausgeschmissen. Das ist mein großes Ziel, rausgeworfen zu werden. Einmal in diesem Trip müssen wir rausfliegen. Schnell weiter, da ist der Security. Und ja, LA Noire führt einen ja an verschiedene Punkte, die es wirklich in LA gab. So, also wir suchen ja die ganze Zeit hier in der Stadt die echten Locations, was nicht so einfach ist, weil sich LA in den letzten 70, 80, 60, 50 Jahren krass verändert hat. Aber das ist hier tatsächlich noch so ein Stück Geschichte. In dem gesamten Spiel merkst du halt, wie detailliert sie auch einzelne Sets und einzelne Locations nachgebaut haben. Auch wenn du an einer Crime Scene bist, also in jedem Mülleimer findest du halt nicht nur Indizien, sondern auch, weiß ich nicht, Bananenschalen oder alles ist sehr detailliert. Zusammen mit wirklich tollen Texturen, muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Ich bin eigentlich nicht so ein Grafikfanatiker, aber es fällt schon auf, dass das alles wirklich sehr geil aussieht, was wahrscheinlich dann auch auf Kosten der Freiheit so ein bisschen geht. Achtung, ihr, eine Tür hinter dir. Kannst du weitergehen? Ich schieb dich mal durch die Tür. Aua. Jetzt gehen wir nämlich wieder raus. Mann. Scheiße, jetzt wurden wir doch nicht rausgeschmissen. Ja, dann können wir doch mal reingehen. Also man spielt Phelps, den Detective Phelps, der auch ein Ex-Veteran ist und zurück aus dem Krieg kehrt und halt erstmal so ein bisschen was Gutes tun will, vielleicht auch um das eigene Gewissen wieder so ein bisschen reinzuwaschen. Wer weiß, was er für eine Scheiße erlebt hat. Cole Phelps, Traffic. What have we got? Diese authentischen Gesichtszüge, die sind ja extra deshalb implementiert worden, weil man, wenn man mit den verschiedenen NPCs interagiert und die verhört, erzählen die einem halt Scheiße. Und dann sieht man, dass die plötzlich peinlich irgendwie so zur Decke schauen oder so. Und man erkennt halt, okay, Moment, der lügt doch, das sehe ich dem doch an. Und das wollten die halt in dieses Spiel ganz extrem einbauen. Das ist denen auch krass gelungen, muss ich sagen. How about we cut this little talk short before I lose my temper? Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Can you disprove what I say? My name's Brendan McNamara, and I'm the writer and director of LA Noire. Traditionally in video games, what you did was you wanted to capture someone's performance, you put balls on them, and what that does is capture, if I put one here and put one here, it'll work out where my wrist is. So it'll work out a bone there and work out the next bone, and you can make a skeleton. But when you're trying to capture people's faces, there's only one bone, which is your jaw. So most of the movement in your face is from muscles, expanding and contracting. So with this new process, it captures the outside and not the inside. The rig in here generates 1 gigabyte of data per second. So from the 32 cameras, and it captures about 1,000 frames a second. So to get that to run on a video games console was a big challenge. The results are great, but you had to compress it in a way that'll play back on a games console. The other big challenge is obviously for an actor, because you're working in isolation. You don't have another actor to talk to, and you're sort of acting from the neck up. So it's kind of a challenging and isolating problem for the actors. But what we did is we did motion capture first, and so they did the whole they did all of the game like a theatre piece.
So they all worked together and they did it like an ensemble. And then when we brought them in here and they did their individual parts afterwards. So that kind of worked really well for us. So the original process, when we came over, we were looking at different actors for the show, and we had a casting agency called Shift Nordino, and they cast Mad Men. And luckily enough, they agreed to do the game, and we got a guy called Aaron Staton who plays Ken Cosgrove in Mad Men. And once Aaron came on board, a lot of other people from Mad Men kept ringing him up and saying, yeah, I want to be in the show and I want to be in the game. And action. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. I think you're lying, Rasik. I think some of your men aren't fully licensed. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. Compared to what Rockstar have made in the past and what I've made in the past, it asks different things from an audience. It asks them to interact with people. Hold it right there! You kind of get an idea, like in a cop show, who might have committed the crime. Then you go out and explore those leads, and then eventually, depending on how you go in the case or how you question people, it kind of funnels back towards an ending. So it's a completely different. It's something that people know and understand because everybody knows police procedurals, but as a video game, it's very new and different pace to it. And asking questions in this game is just as important as pulling a trigger in other games. Is this yours, Ferdinand? No, I found it near her purse. It's time to tell me what really happened. We want some answers and we want them quick. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth. Well, my particular take on it is that if all that people want to play is 18 different new shooters every year, well then that's probably not a very interesting future for video games. From my point of view, what I think it does is it'll obviously challenge that audience, but it gives us a chance to bring a much bigger audience into playing video games than just the people who want to play shooters. Because it's set in 1947, is you could explore Hollywood and what Hollywood was showing the world, and you could show the other side of that was what was really happening in the city, and what a violent year it was, and why those kind of things were happening, and what was the underbelly of that kind of glossy side that was portrayed. So that makes it a pretty interesting jumping off point for a game. Everybody knows how to make big shiny guns in video games. Everybody knows how to make nice explosions. Everybody knows how to build cities and cars and all that kind of stuff. But the kind of challenge was to do the human interaction. And if you could get human interaction, then you get somewhere in between video games and TV and television, and people start to play it, but they also start to get really immersed in it because the actual performances and the acting is compelling. You're lying, Miss Coletta. He threw the gun in a bin. You deny owning a pistol. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. The further you go along in the game, the harder and harder it gets to read people. It gets more and more subtle. Because we didn't want to be all the way through where people kind of go, telling obviously telling you that they were lying. So we do that, after watching lots of TV poker shows, we're looking for poker tells, and there's, usual things like people breaking eye contact as they're saying something. A lot of rubbing noses and rubbing of ears is kind of usually a good tell. We did a lot of kind of research on what the body language of that kind of stuff was. And to be honest, we just spoke to a lot of cops. Just asked them what the things they look for, and what sort of buttons they try and push to try and make people give up evidence. Put down your weapons! The bank is surrounded! Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. The wallet by the car. Was there anything in it? LAPD! Could you stand clear of the body, please? One great one he told me was, if you arrest people and there's a window there, never turn your back on the people, because there's a famous case in the LAPD history where a cop pulled up 3 guys and where they were in front of the window, and the policeman turned his back on him, and they could see that he turned away, and they pulled out a weapon and killed him. So they teach, they tell you lots of kind of stories about, what police procedure you should never do, Leroy Sabo, you're under arrest. If you want to do storytelling in your games, how do you get that kind of essential humanity across to people? And this does it in a kind of, you've seen the results. You just, what you see is what you get. So if the performance is good, that comes across. And that just makes games better. When people first find out about LA Noire, they go, wow, it's got this motion scan and it's amazing. But once you get past that, people go, are the performances good? Are they good actors? Is the story compelling? And is it a gimmick? And, it clearly isn't a gimmick. It's something that kind of makes the game
a lot better. And so, we hope that a lot of other games companies will use the same technology to make their games better. Possible 484 at Sunset and Ivar, 11 King, code 2. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. What have we got? White female dumped in plain sight. I'll bet a month's salary this is a copycat. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. The Examiner received a new letter today. We got the wrong guy. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Stay away. Tell me what I want to know, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. This world is only temporary. I'm helping people be together. If ever there was a time for extracting a confession, this was it! He was an angry man, tortured inside. He threw it all away, yeah. He took his life. Did you hear her calling your name? Did you believe the lie? That you'd be better off dead, yeah. Well, the voice inside saying, come to me, yeah. Sisters who wanna say, just take it away, yeah. Come to the other side. Ja, jetzt sind wir hier am höchsten Punkt von LA quasi angekommen. Hinter uns ist quasi die Stadt der Engel. Also ich glaube, es liegt auch wirklich daran, so im Laufe des Spiels, ob die es wirklich schaffen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Also ich befürchte, klingt schon zu negativ. Die Möglichkeit besteht ja, dass du so nach 4, 5, 6 gelösten Fällen das Gefühl hast, jetzt hast du irgendwie alles ausgereizt, was es im Spiel gibt. Okay, nächster Fall, ich muss wieder irgendwo hinfahren, Indizien sammeln, die werden mir angezeigt, weil die Musik spielt, da muss ich die Zeugen verhören. Ich habe mittlerweile auch gecheckt, worauf ich achten muss, Augenbewegung, so weißt du, wie die Stimme sich verändert. Also wenn die wirklich so knapp 20 Fälle, glaube ich, sind im Spiel, irgendwie so in dem Dreh, so ungefähr. Da fordert es wirklich eine gewisse Meisterschaft, das dramaturgisch so aufrechtzuerhalten, dass du bis zum Ende dran bleibst und nicht das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich das irgendwie, ich habe gerafft, worum es geht und ab jetzt wird es irgendwie langweilig. Also es hängt auf jeden Fall auch viel von der Gesamtgeschichte ab. Die Kapitel alleine sind ja in sich quasi geschlossen, aber es gibt eine übergeordnete Story und ich glaube, es hängt auch ganz viel wie bei einer TV-Serie dann auch ab davon, wie gut die Geschichte weitererzählt wird, damit nicht jede Episode sich gleich anfühlt und gleich spielt. Übrigens kann ich auch mal kurz sagen, für Filmfans mit Geschmack hochinteressant, wir sind da am Mulholland Drive. Wenn ihr irgendwann mal in LA seid und wollt hierher kommen, dann einfach Mulholland Drive. Außerdem, warum filmst du uns von so weit, wo es so uncool aussieht? Ja, so ist das auch nicht geil. Nee.
right now. We are, you are, you are, you are, we are, you are, you are, we are, we are. The sun, light in all directions. Sun, light all directions. Light in all directions. All directions. Venice Beach, Bitches. Hier haben sie White Man Can Jump gedreht. Einer meiner Lieblingsfilme, der mich dazu gebracht hat, dass ich auch Basketball spiele. Den fandst sogar du gut, Wolf. Ey, das ist ein super Film auf jeden Fall. Hat mich auch zum Basketball gebracht. Tschüss. Was ist denn hier mit Muscle Beach los, ey? Ich sehe keine Sau. Ja, Eddy, wollen wir? Ich glaube, einer muss den Ball ins Rollen bringen, oder? Wir gehen jetzt hier an die Ringe. Ja, okay, alles klar. Was viele nicht wissen, ist, dass ich super stark bin. Wolf, hältst du mal kurz? Check it out. Okay, Eddy, zeig uns, was du drauf hast. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Hä? Okay. Ja, die Sonne geht unter, auch für uns, denn es bedeutet das Ende unserer langen Reise nach Los Angeles, die Stadt der Engel. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen surfen, weil was viele nicht wissen, Wolf und ich sind begeisterte und begnadete Surfer. Ey, mit dem Körperbau, das empfiehlt sich ja wohl. Surfen formte diese Körper. Ja, komm, wir setzen uns einfach hier mal hin jetzt so. Ey, ich finde das sehr gut. Nee, warte, da ist der Mülleimer im Hintergrund. Es muss ja alles szenisch korrekt aussehen. Es gibt keine Mülleimer in Venice Beach. So, Böse Zungen hier setzen wir uns hin. Das ist genau das richtige Hintergrundbild für uns. L.A. Noire war der Grund, warum wir hier sind. Ich muss echt sagen, es war wirklich eher, wie du gesagt hast, sehr interessant zu sehen, wie das funktioniert und was für eine gigantische Technik hinter diesem eigentlich sehr unscheinbar wirkenden Studio steckt. Das war mehr so Lagerhallen-Style. Hat mir aber gut gefallen, so ein bisschen Underground-Rebel-mäßig. Noch? Absolut. Es wird sehr interessant sein, ob dieses, ich nenne es mal Experiment von Rockstar aufgeht. Ich hoffe es sehr, denn frische Ideen und Kreativität braucht diese Branche ganz, ganz dringend. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich nur kurz gespielt. Wir können auch nicht wirklich eine Aussage über die Qualität des Endprodukts machen, über die Langzeitmotivation und allem. Aber die Ansätze haben mir gut gefallen, dieses intensive Auseinandernehmen einer Crime-Scene und die Indizien sammeln, das Verhören der Zeugen. Und es entsteht eine sehr interessante Atmosphäre und ich glaube, das ist die große Stärke von L.A. Noire. I'm always happy to help the LAPD. Es ist sehr faszinierend, ich bin ziemlich angefixt und ich freue mich einfach, dass jemand wieder mal den Mut hat, irgendwie neue Wege zu gehen, mal irgendwie die alten Gameplay-Pfade zu verlassen. Also wir brauchen mehr Spiele wie Heavy Rain eben, wie L.A. Noire, die einfach mal was Neues probieren, was Neues wagen und ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird echt ziemlich geil, auf jeden Fall. So sieht's aus. Außerdem haben wir natürlich viel erlebt hier in LA. Wir haben euch hoffentlich auch einen guten Eindruck von der Stadt ein bisschen vermitteln können, ein paar Locations. Die besten Sachen haben wir ja gar nicht auf Kamera. Die dürfen wir ja nicht zeigen. Ja, wir sagen Dankeschön, schauen jetzt noch, gehen Sonnenuntergang, vielleicht gehen wir noch ein bisschen baden, nackt. Guten Dank. Guten Dank. Guten Dank und viel Tschüss. Guten Dank und viel Tschüss. Von diesem Strand aus. Bis zum nächsten Mal. Adieu.